Tapferkeit. Jetzt kommt er wieder ebenfalls aus dem Diablo-Universum als Kreuzritter. Lasst es nochmal hören für Jascha hier. Oh, jetzt freue ich mich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Nelly Süßengut als Trollschamane. Nelly. Oh, da wird sofort die Jury ein bisschen eingeheizt. Sehr schön. Großer Applaus hier für Nelly. Oh, jetzt kommt eine Veteranin. Die hat schon 8 Jahre Erfahrung im Kostümbauen, ist also schon sehr weit. Wir haben jetzt Martina Hotz als Uta Lichtbringer in der weiblichen Version. Sehr cool. So, nochmal hier. Martina, kurze Frage. Ist das korrekt? Über 300 Plastiklöffel? Ja. Hier, 300 Plastiklöffel in dem Outfit. Lass es nochmal hören für Martina. Uther Lightbringer. Pretty cool. Jetzt kommen wir wieder zu einer weiteren Dame. Und zwar haben wir Franziska Ramsayer als Swen, Mistress of Anger. Das ist ein Raid-Boss aus dem Thron des Donners. Jawohl. Das sind aber aufwendige Stöckelschuhe. Als nächstes Saskia Leidinger als Paladin der Draenei. Hat sogar das Schwert dabei. Jawohl. Großen Applaus für Saskia hier. Dann haben wir nochmal einen Hexendoktor, und zwar Michelle Punken als weiblicher Hexendoktor. Herzlich willkommen! Applaus für Michelle. I'm wondering, is the pronunciation French? French? I tried in French pronunciation. I tried. Okay, wir haben jetzt einen französischen Namen. Ich versuche es. Pierre-Alexandre Gérard. Als World of Warcraft Hunter Gronstalker. Das ist das Tier 6 Armor Set.
da bin ich jetzt mit der Aussprache ein bisschen überfordert. Ich versuche es trotzdem, nicht auffressen, ja? Und zwar Van Viet Duc als Hexendoktor. Hexendoktor, ein sehr beliebtes Motiv dieses Jahr. Meine Güte. Also bei der Figur will ich nicht nur den Baumarkt, sondern auch das Fitnessstudio wissen, in das die gehen. Nochmal großen Applaus hier für unseren Hexendoktor. Oder auch nicht. Jetzt kriegen wir heilige Unterstützung aus dem Himmel. Thüringen ist zu Gast, meine Damen und Herren. Johannes Nowak. Ich gucke gerade, ob ich hier auf der Liste noch Diablo finde. Vielleicht kriegen wir ja ein Showmatch zwischen den beiden. Leute, großen Applaus für Johannes hier für Thüringen. Jetzt haben wir wieder einen Gast aus Frankreich, wohnt wirklich ganz in der Nähe vom Blizzard Hauptquartier in Frankreich. Und zwar Marine Arnoul als Maltael, der Engel des Todes. Lass uns noch mal hören hier für Marine. Sehr schön. So, das war jetzt die vorletzte Gruppe. Und damit ihr noch mal einen Überblick kriegt, wer war hier alles dabei, wer war alles am Start, Entschuldigung, und vor allem, dass die Jury noch mal sieht, wer hier alles am Start war. Nochmal einen großen Applaus hier für die komplette letzte Gruppe. Hier nochmal alle auf die Bühne, bitte. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. So. Nelly, Deutsch? Deutsch. Wie lange hast du an dem Kostüm gearbeitet? Ungefähr 3 Wochen. Ich habe eine bisschen schwierige Aussprache, bitte verzeiht mir das. Oh, ich sehe die Zähne quasi in meine Brille pixeln. Wo hast du die denn her? Ich habe es selber gemacht, tatsächlich. Aus was denn? Aus Deco-Art. Das ist so eine Masse, die man tatsächlich bei der Zahntechnologie verwendet. Also kriege ich davon auch keinen Krebs in der Fresse oder so. Gerade Trolle sind dafür sehr anfällig. Siehst du, mir ist schon einer weggefault. Das ist aber nicht gut. Aber dafür habe ich die schönsten Füße der ganzen Welt. Ja, können wir nochmal ein Close-Up auf die Füße haben? Da kannst du mir ein bisschen hochheben. Ja, hier nochmal. Naja, besser kriegen wir es im Moment nicht hin. Sehr schön. Also 3 Wochen? 3 Wochen. Und die Axt, also was ist das? Das ist Moosgummi. Willst du das mal hochheben? Oh, das ist ja so schwer. Moosgummi? Ja, Moosgummi. Ganz leicht. Oh, das ist doch nett. Das ist doch... Also zum Creepen sollte man das nicht nehmen. Nee, wirklich nicht. Alles klar. Hier nochmal großen Applaus für Nelly. So, wen nehmen wir denn noch? Wo haben wir denn? Bist du die Saskia?
Nein? Oh, du bist ein Junge. Hey Leute, bei den Kostümen ist es schwer, das zu erkennen, okay? Du bist Fun, richtig? Ja, wo genau kommst du her? Aus Dresden. Aus Dresden? Fun aus Dresden? Duck, duck. Duck, duck. Wie lange hast du denn an dem Kostüm gearbeitet? Etwa einen Monat. Einen Monat? Wo hast du denn die Maske her? Die hat natürlich selber gemacht. Grundform aus einer normalen Karnevalsmaske und dann ja, viel Fimo, viel Styrodor und dann einfach Rohrplatten. Für das da? Was ist das hier? Die Clown, was ist hier? Das ist aus Fimo. Auf der Form, geschliffen. Und dann überzogen. Es tut mir so leid, dass ich das halt echt mit einem Mädchen verwechselt habe. Es tut mir so leid, mein Fehler. Absolut. Spielst du selber Blizzard-Spiele? Starcraft und ab und zu Diablo. Ab und zu Diablo. Mehr Starcraft als Diablo? Jetzt auch aufgehört. Ah, okay. Aber doch aktiv genug, um sich als Dämonenjäger, als Hexendoktor zu zeigen. Ja. Sehr gut. Nochmal einen großen Applaus für Fun. Hier, sehr gut. Oh, jetzt hier. Sehr cool. Tyrael. Ich weiß nicht, spricht man im Himmel Deutsch? Ja. Wo kommst du ursprünglich her, Tyrael? Ja, das ist der Nähe von Lübeck raus. Ah, aus der Lübeck. Das ist doch da auch, wo der Meteor eingeschlagen ist, in die Zitadelle und so, wo Deckard dich auch aufgesucht hat. Ja, genau. Ja, sehr gut. Wie lange hast du da gebraucht für das Kostüm? Das hat ungefähr 3 Monate gedauert. 3 Monate. Ist das dein erster Kostümwettbewerb? Nein, das ist der zweite Kostümwettbewerb. Ja, was hast du? Verzeihung? Aber der erste bei Blizzard. Hier, große Premiere hier beim Blizzard Kostümwettbewerb. Nochmal einen großen Applaus für Tyrael. So, jetzt haben wir hier eine tolle Gruppe. Nochmal einen großen Applaus für die komplette Gruppe hier oben. Jawohl. Und ihr dürft in Richtung Treppe abgehen. Lasst euch Zeit. Oh, jetzt sehe ich das ja erst. Da hat ja auch noch ein Auge hier drin. Bist du deppert? Awesome. So. Jetzt lassen wir die nochmal abgehen. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen organisatorisch alles hin und her richten und gucken, dass auch die nächsten Teilnehmer aus der nächsten Gruppe, aus der letzten Gruppe, aus der letzten Gruppe hier auch noch mal Platz finden. Da wollen wir noch mal gucken. Sind wir soweit startklar? Ach, wisst ihr was? Ich rufe einfach mal den ersten auf und wir gucken, was passiert. Ja, zur Not ziehe ich mich aus. So, wer mal sehen will, wie man die Besucherzahl eines Standes sehr schnell reduziert, soll warten, bis ich mich ausziehe. So, wir warten mal kurz, bis hier die nächsten Leute kommen. Oh, die Kostüme sehen schon von Weitem super aus. Ja, das Beste kommt noch, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir als erstes von der Gruppe D haben wir eine Teilnehmerin, die letztes Jahr, Achtung Ohren gespitzt, letztes Jahr den Kostümwettbewerb auf der BlizzCon gewonnen hat. Wir haben da was richtig Feines. Und zwar haben wir Laura Jansen als Magda aus Diablo. Ich habe hier immer auf meinem Kärtchen ein paar nette Anekdoten zu den Kandidaten. Und zwar, das ist jetzt kein Schwachsinn, was ich hier erzähle. Der wurde letztes Jahr auf der Bühne der BlizzCon einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Nochmal Applaus für Laura, hier. Och, wie schön. Ich frage mich, ob sie auch mit dem Aufzug vom Altar stand. Als nächstes haben wir ihn nochmal ein drittes Mal, haben wir ihn schon hier, Björn Gernot als Kreuzritter. Oh, ich gehe mal aus dem Weg, damit ihr schöne Fotos machen könnt.
haben hier nochmal Maltael, Sabrina Philipp als Maltael, der Todesengel. Sehr cool. Auch nochmal in der Mitte kurz stehen bleiben. Und jetzt klick, 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 klick. Großen Applaus hier für Sabrina. Und wir nähern uns langsam dem Endspurt, langsam aber sicher. Jetzt haben wir Christiane Lennartz als Tyriande Whisperwind. Yes! Kleiner Gaming-Tipp von mir, wenn ihr Heroes of the Storm in der Alpha spielt, Tyrande ist ein ziemlich krasser Supporter. Nervt total. Aber sieht dafür super aus. Ah, zauberhaft. Christiane, dein Applaus. Oh, jetzt haben wir wieder ein spezifisches Kostüm haben wir wieder. Und zwar haben wir die Frederike Kruft als Nachtelfe Todesritter im Tier 8 Set. Da ist sie. Hat 5 Monate an dem Kostüm gearbeitet und in dem Schwert sind 70 LEDs in dem kompletten Ding. Frederike, dein Applaus hier für dich. Bitteschön. Oh, jetzt haben wir wieder eine Premiere hier. Eine Dame, die das erste Mal überhaupt ein Kostüm gemacht hat. Hier ist Bella Ketzinger als Dämonenjägerin. Sieben Monate Arbeit, das erste Kostüm überhaupt. Schön, dass sie hier bei uns eine Premiere macht, dass sie sich Zeit nimmt. Bella, das ist dein Applaus, nur für dich. Ja. Ganz im Ernst, wenn Bella immer so aussehen würde, würde mir Edward nicht so auf den Sack gehen. Als nächstes haben wir wieder eine Dame. Oh, und jetzt verzeih mir die Aussprache. Anastasia Aslinidou als Kill Jaden, weibliche Version. Sehr schön. Ja. Zalando. Sehr schön. Nochmal ein großer Applaus für Anastasia. Grüß Archimonde von mir. Jetzt haben wir einen sehr coolen Namen. Und zwar kommt jetzt Yoshi Hackel als Blutelfe Jägerin. Sehr cool. Sehr cool. Yoshi, das ist dein Applaus für dich. Danke, dass du da bist. Toll. Sehr schön, super. So.
Jetzt kommen wir zum letzten Kostüm überhaupt, dem 40. Kostüm. Und jetzt muss ich ein bisschen was dazu sagen. Dieses Kostüm können wir euch leider nicht komplett hier auf dieser Bühne zeigen, weil es ist zu groß. Es ist so riesig, so gigantisch und ich erkläre euch alles weitere, aber jetzt holen wir erstmal die Dame auf die Bühne, die das gemacht hat. Ann-Kathrin Kühne als Cydia. Bitte sehr. Sieht auch sehr geil. Die haben normalerweise auch noch ein paar Beine dran. Ann-Kathrin, bleib hier bitte kurz stehen in der Mitte. Wir zeigen euch mal kurz hier auf dem Screen, wie das komplette Kostüm aussieht. Aber hallo! Die Beine stehen da unten. Es dauert 30 Minuten, die Dinger an- und abzubauen. Deswegen, selbst unsere Rampe ist zu klein dafür. Deswegen, Ann-Kathrin, dein Applaus hier! So, jetzt wird es natürlich spannend. Wir haben jetzt alle gesehen, die Jury überlegt jetzt natürlich. Jetzt werden erstmal die Top 10 werden jetzt rausgesucht. Die Top 10. Oh, Verzeihung, Dankeschön, korrekt. Ich hole nochmal die komplette Gruppe hoch. Ah, nochmal die komplette Gruppe D hier nochmal. Ah. So, nochmal einen großen Applaus hier für alle in der Gruppe D. Ich laufe hier nochmal durch, dass ich auch auf die Fotos bin. So. Sehr toll. Sehr, sehr, sehr schön. So, guckt euch das nochmal an in ganzer Pracht. Wahnsinn. Ich lasse das einfach mal ein bisschen stehen. So, mal gucken. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Gespräch. Christiane, Tyrande, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Bist du zufrieden? Ja, es gefällt mir hier sehr fantastisch. Sehr fantastisch. So, ich habe ein bisschen gelesen. Du hast dich selber was gefragt. Was denn bei der Entstehung dieses Kostüms? Entschuldigung nochmal bitte. Was hast du dir dabei gedacht, dieses Kostüm zu machen? Es ist, da ich seit 10 Jahren Cosplay ziemlich genau mit WoW angefangen habe, dachte ich, als 10-Jahres-Cosplay mache ich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, einen Charakter, den ich besonders schätze. Und deswegen habe ich für Tyrande Whisperwind das Kleid entworfen unter dem Arbeitstitel Ceremonial Dress. Und Sinn dahinter war, dass sie so etwas in der Art getragen haben könnte, als sie mal vorher geheiratet hat, als sie offiziell die Hohepriesterin und Anführerin der Nachtelfen wurde. Man hört natürlich sofort raus, dass Tyrande für dich eine besondere Figur aus Warcraft ist. Was genau imponiert dich denn so an ihr? Ich finde, sie ist eine unglaublich starke Frau. Sie hat viel erlebt. Ihr angetrauter Ehemann Usmarakdin Traum schlief, hat sie alles wirklich hervorragend gemeistert und hat immer ihre Würde und ihre Sanftheit erhalten. Also, eine Frau, die so viel über Warcraft weiß, ich würde sofort heiraten. Sofort. Da bin ich ja definitiv nicht der Einzige. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Hier war doch noch Laura. Laura, you had a proposal last year on BlizzCon, is that correct? Ich bin aus Deutschland. Sehr gut. Du hattest einen Heiratsantrag letztes Jahr. Ja, mein Freund und ich, wir waren zusammen als Barbaren da und beim Kostüm-Contest. Als Barbaren? Ja, und wir haben beim Kostüm-Contest teilgenommen und er hat mir quasi auf der Bühne während des Kostüm-Contests einen Heiratsantrag gemacht. Ist dein Freund hier? Ja, da ist er im gelben Shirt. Da ist er, jawohl. Sehr schön. Das sieht doch toll aus. Ihr habt letztes Jahr im Barbaren-Outfit den Contest gewonnen. Ist das korrekt? Ja, mein Freund hatte gewonnen, wir haben quasi so, ja, genau, er hatte gewonnen und dann sind wir zusammen zu BlizzCon geflogen und dann, ja, hat er da auch nochmal gewonnen. Ja, wie lange hast du an dem Kostüm denn gearbeitet? 9 Tage. 9 Tage.
Wie geht das denn? Hast du solche Kostüme einfach bei dir zu Hause hängen und so, oh, heute nehme ich das? Ja, oder wie? Also, sagen wir mal so, ich habe kein anderes Leben mehr. Also, ich habe momentan Semesterferien, von daher ist es... Alles klar, Semesterferien, die Zeit richtig nutzen. Ja, man könnte auch irgendwie lernen oder irgendwie sowas, aber komm, wir will ja schon die Zeit so verschwenden. Für die Cosplay-Sachen. Bist du noch bei anderen Cosplay-Wettbewerben dabei? Nee, das ist der einzige. Das ist ein Privileg hier für uns, dass du hier bist. Nochmal einen großen Applaus hier für Laura und ihren Ehemann. Da habe ich gedacht, nicht Ehemann, ihr heiratet noch, oder? Ja, wir wollten eigentlich nächstes Jahr heiraten. Schön mittelalterlich in der Burg als Barbaren. Sehr geil. Gibt es einen genauen Termin? Noch nicht. Noch nicht. Ja, dann mach mal hin hier, Kollege. Ne? So, alles klar. Hier sehen wir nochmal die komplette Gruppe. Großen Applaus. So. Und Laura, du darfst vorne weggehen. Ihr geht über die Treppe ab. Schön. Schön, schön, schön.